Für dich als Führungskraft, wie konntest du das leben? Ja, du hast ja einen Druck auch immer wieder gespürt, du musstest performen, du musstest das auch weitergeben, du warst auf dein Team angewiesen. Wie hast du diese Vorbildfunktion leben können? Also ich glaube, es hat ganz stark was mit Glaubwürdigkeit zu tun, mit Authentizität. Das halte ich für sehr wichtig für die Reflexion der Führungspersönlichkeit selbst. Es ist wirklich eine Kunst. Es ist eine Kunst, gut zu führen. Du hast die Herausforderungen beschrieben, in der Schnelligkeit, in dem Druck. Jetzt wir haben darüber gesprochen, über 30 Jahre Führungserfahrung bei der Barmer und machst dich auf nach neuen Ufern, hast neue Ziele. Erzähl mal ein bisschen, was treibt dich gerade an? Irgendwie die ganze Welt. Mir begegnen ganz viele Themen, ganz viele Menschen. So jemand wie du, dass du Zeit hast, dass wir beide Zeit haben, über das Thema heute zu reden, ist für mich unglaublich aufregend. Bist du voller Energie, was du grundsätzlich wieder auf deine Augen haben richtig geleuchtet und du hast gesagt, du möchtest Leute inspirieren. Ja. Und am einfachsten ist es ja, wenn wir selber inspiriert sind. Fire catches fire. Was inspiriert dich, Frank? Da bin ich vielleicht sehr anfällig. Ich bin schnell inspiriert, aber meine Leidenschaft, die gilt schönen Momenten, Erlebnissen. Ich bin viel stärker auf... Herzlich willkommen zum Podcast Learning from Leaders. Super, dass du dabei bist. Ich bin der Christoph und mit mir habe ich einen Gast, Frank Kebekus. Frank, das freut mich, dass du da bist. Ja, spektakulär. Ich danke dir sehr für die Einladung, Christoph. Wir haben lange geplant, um diesen Termin zu finden. Was lange wird, soll richtig gut werden. Und Frank, das Ziel von Learning from Leaders ist ja ein bisschen hinter die Fassaden zu schauen. Spannende, erfolgreiche Menschen kennenzulernen, so wie dich. Und mal herauszufinden, was macht diese Person aus? Wie ist sie zu dem geworden, was sie heute ist? Und ist sie schon mal umgefallen? Und wenn ja, wie wieder aufgestanden? Und deshalb möchte ich mal zuerst sagen, dass du ja eine enorm illustre Karriere gemacht hast in den letzten Jahren, über 30 Jahre in führender Funktion bei der Barmer Versicherung. Das Thema Gesundheit ja so wichtig für uns alle. Gesundheit ist Leben. Das hast du mitgeprägt in führender Funktion. Dein Fokus ist ja gesunde Führung. Und da bist du jetzt dabei, auch so in neue Sphären aufzubrechen. Ich habe gehört, du schreibst ein Buch, Webpage-Auftritt, du hast einen Podcast, total spannend. Darf ich dich mal ganz persönlich fragen, woher schöpfst du Kraft? Weil ich habe schon gemerkt, wo du reingekommen bist zur Tür, du sprühst vor Energie. Also ich freue mich erstmal über diese Wahrnehmung von dir. Also die Energie habe ich nicht immer gleich, aber die Energie habe ich gerne, wenn ich mich fokussiere. Und ich habe gelernt im Laufe der Jahre ganz viel. Anspannung hat auch was mit Entspannung zu tun und wahrscheinlich im Laufe des Lebens, und ich bin offiziell in meiner zweiten Lebenshälfte auch bei dieser Erkenntnis angekommen, ich brauche Entspannung und dann kann ich wieder richtig fokussiert arbeiten. Wie machst du das? Wo holst du dir diese Entspannung? Also es ist immer mehr die Natur geworden und es ist immer mehr das bewusste Umgehen mit meinem privaten Umfeld geworden. Welche Dinge tun mir gut, welche Menschen tun mir gut, welche Gelegenheiten. Ich hatte und das ist ja eine Begegnung, die wir haben über Telex-Institut, auch eine bewusste Reflexionsphase, mehrfach schon in meinem Leben, aber auch jetzt in der jüngsten Zeit. Natur, Bewegung, meine Frau, mein Dresden, die Region, das tut mir alles zusammen sehr gut. Also ein Mix, ne? Und ja. Das ist ja auch das Thema deines Buches, der Glücksmix, hast du mir soeben erzählt. Ich meine, wenn es ums Thema Führung geht, gesunde Führung, es geht ja immer wieder darum, in dieser sich so schnell verändernden Welt schnell zu sein, auch als Führungskraft. Und gleichzeitig brauche ich aber auch diese innere Ruhe, diese Balance ist ganz entscheidend. Und das ist ja das, was wir in der gemeinsamen Initiative eben auch durch die Barmer Führungskräften vermitteln. Das ist entscheidend. Was hat dich damals bewogen, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in deiner Karriere, bei der Versicherung, bei der Barmer einzusteigen? Oh wow, das ist ein paar Tage her, aber die Erinnerung reicht noch und funktioniert. Es war die Wechselwirkung zwischen dem Menschen helfen, unmittelbar in Kontakt zu sein, gleichzeitig aber auch ein attraktives berufliches Umfeld zu haben mit Entwicklungsmöglichkeiten. Und du hast die Jahreszahl angesprochen, über 30 Jahre Erfahrung. Ich bin 12 Mal in meinem Leben, 12 Mal umgezogen. Also das macht auch nicht jede übliche Karriere mit und auch nicht jede private Situation. Aber das, was mich angetrieben hat, war zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat mich jetzt seit mehr als 20 Jahren in die Region Dresden verortet. Und da wollen wir gar nicht mehr weg. Da bist du angekommen in dieser wunderschönen Region. Wenn wir nochmal so den Anfang deiner beruflichen Karriere anschauen, irgendwann bist du zu dieser Führungskraft geworden. Wenn wir deine Eltern gefragt hätten, wo du vielleicht 15, 16, 17 warst, hätten die schon gesagt, der Frank, der wird mal einer? War das so quasi klar in dir verankert, dieser Wunsch auch, zur Führungskraft zu werden?
Also es gibt Menschen und Stimmen in meinem Umfeld, die sagten, ich hätte sogar grüne Muttermilch bekommen. Also wir sind da eine gewisse Dynastie auch in dieser Branche. Und insofern war da die Richtung oder die Orientierung schon sehr naheliegend. Aber du fragst ja nach diesem Führungsgehen. Also ich hatte gerade meine Grundausbildung und Fortbildung und solche Sachen in der Akademie dort alles hinter mir. Und ich war Mitte 20 und habe schon Führung übernommen und habe dann mit jedem Ortswechsel eigentlich eine größere Verantwortung übernommen. Das ist im Rückspiegel auch eine sehr wichtige Erfahrung. Ich hätte den nächsten Schritt niemals gehen können, ohne den aktuellsten jeweils gut zu vollziehen. Also ich brauchte jede Erfahrung, ich brauchte jede Phase und vor allen Dingen brauchte ich auch das jeweilige Umfeld. Und Reife braucht Umfeld und Zeit. Und so hatte ich eine schöne Begegnung, habe viele kennengelernt und alles zusammen ist ja heute die Summe in mir. Und das ist dein Fokus derzeit, gesunde Führung, Resilienz, auch Glück. Führung ist ja das Thema, Menschen, oft ganz unterschiedlich aufgestellte Menschen zu mobilisieren, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das kostet Energie. Was ist für dich aber gesunde Führung? Also gesunde Führung, danke für die Story, die ihr auch als TLX transportiert habt. Gesunde Führung hat viel mit Atmung zu tun, wie ich gelesen habe, lieber Christoph. Es hat was mit Lifestyle zu tun, mit Ernährung, mit all den Dingen. Die guten Dinge sehr häufig machen, die weniger guten Dinge am besten gar nicht. Aber wer kann das schon? Deswegen da die richtige Balance zu halten, das Maß zu halten, ist wichtig. Gesunde Führung ist für mich im Laufe der Zeit so ein Dreiklang geworden, auch in vielen Gesprächen, die ich jetzt mit besonderen Persönlichkeiten führen durfte. Es geht immer um die gesunde Organisation, das ist also auch Erfolg. Erfolg ist für mich auch irgendwo in der Region von Gesundheit. Nur ein erfolgreiches Unternehmen hat Zukunft, kann sich entwickeln. Das Thema Gesundheit ist für mich maßgeblich verbunden mit einem tollen Team. Und das Team muss motiviert sein. Es braucht den Spirit. Es braucht die Vision. Die Kurzfassung heißt bei mir häufig oder hieß häufig im beruflichen Plan A. Dann wurde ich gefragt, was machen wir denn, wenn Plan B eigentlich fällig ist? Ich sagte, dann machen wir trotzdem Plan A, weil All in ist da das Motto. Und da braucht man ein resilientes, motiviertes Team, was Freude hat, was gerne kommt. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte ist dann diese Energiequelle. Du hattest danach gefragt. Ich brauche ja ein Prinzip, ein Rezept zum Gesundsein. Ich brauche ja etwas, was mich morgens irgendwie starten lässt und Kraft entfalten lässt. Und ich glaube, da gibt es viele Rezepte, viele Wege nach Rom. Und deswegen waren da in den Gesprächen, die ich bislang geführt habe, auch immer sehr interessante Neuigkeiten, die dann auch sehr persönlich wurden. Und wenn mir ein führender Politiker sagt, wenn er eine Stunde im Wald war, und zwar der Wald und er, danach ist er wieder resettet und auf Null. Und der nächste sagt, wenn ich mit meinem Hund die Runde gegangen bin und vielleicht nicht jede Runde des Tages, aber abends die lange Runde, dann habe ich meinen Frieden. Und so sind die Menschen unterschiedlich. Und das ist für mich, wenn diese drei Dinge funktionieren, Organisation, Team und Führungskraft, dann spreche ich von gesunder Führung. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass 69% der Befragten, das waren Mitarbeiter in großen deutschen Unternehmen, sagen, natürlich möchte ich gesund geführt werden. Ja. Das ist mir total wichtig, eine der höchsten Prioritäten. Ja. Danach wähle ich auch meinen Arbeitsplatz aus. Aber nur einer von 6 sagt, das findet auch in meinem Umfeld wirklich so statt. Und da kann man sich ja die Frage stellen, was braucht es dafür? Wir sind in der Trainingsindustrie und natürlich bieten wir Trainings an zur gesunden Führung. Was wir dabei aber vermitteln, ist im Grunde genommen auch ganz stark die Vorbildfunktion. Wie lebt die Führungskraft versus was sagt sie oder will sie vermitteln durch Seminare. Ja. Diese Vorbildfunktion, das ist ja der Ansatz des Health-Oriented Leadership, ist oft ein größerer Hebel als alles andere. Also beispielsweise, wenn ich als Führungskraft meinem Mitarbeiter sage, du, bitte ruht euch aus am Wochenende. Wir sehen uns montags wieder, aber der Mitarbeiter weiß schon, jede halbe Stunde wird eine E-Mail eintrudeln, ja, von der Führungskraft. Dann wirkt halt das, was ich tue, mehr als das, was ich sage. Für dich als Führungskraft, wie konntest du das leben? Ja, du hast ja einen Druck auch immer wieder gespürt, du musstest performen, wolltest das vielleicht oder musstest das auch weitergeben, warst auf dein Team angewiesen. Wie hast du diese Vorbildfunktion leben können? Also ich glaube, es hat ganz stark was mit Glaubwürdigkeit zu tun, mit Authentizität. Und du sagst es gibt tolle Angebote, viele Angebote, hoffentlich mehr davon und zielgerichtete Angebote, die über Seminare und Coachings laufen. Das halte ich für sehr wichtig für die Reflexion der Führungspersönlichkeit selbst. Es ist wirklich eine Kunst. Es ist eine Kunst, gut zu führen. Du hast die Herausforderungen beschrieben in der Schnelligkeit, in dem Druck. Die Kurzfassung ist eigentlich Entgrenzung und Verdichtung, so erlebe ich das. Entgrenzung bedeutet, du bist permanent on, und zwar fürs Private und den Job. Und die Verdichtung ist halt die Bedeutung multipliziert mit der Geschwindigkeit. Und beide Herausforderungen sind so groß,
Das sieht man ja in den Kurven jetzt nicht im Aktienkurs, die auch ganz schön turbulent sind, weil die Welt in Unruhe ist, sondern das sieht man eigentlich in der Kurve, wie geht es der Persönlichkeit, die diesen Job jeden Tag macht. Die ist gehetzt, die ist im Stress und kriegt dann Angebote und kriegt neue Tools und neue Inhalte und alles bis gestern. Ich glaube, das ist ein Rennen, was wir als Menschen sowieso nicht gewinnen können. Wir sollten uns nicht mit KI in einen Wettstreit begeben nach dem Motto, ich habe schneller gerechnet. Dieses Challenge-Ding ist eigentlich zu Ende, seitdem es einen Taschenrechner gibt. Also keiner sollte versuchen, dort mit der digitalen Entwicklung irgendwie zu konkurrieren, sondern das sollte man als Partner nehmen, als Co-Piloten nehmen, damit man noch als Mensch den Hut aufbehält, damit man als Führungskraft aus dem Hamsterrad raustritt und sagt, Moment, ich muss ja morgen auch wieder performen, also ist jetzt Schluss. Jetzt esse ich eine Banane und in 10 Minuten gehe ich nach Hause und ich freue mich auf etwas, ohne heute Abend in aller Ruhe ein paar Mails zu checken. Du fragst aber nach dem Dilemma, wie ich damit umgegangen bin. Ich hoffe, und wer weiß, wer das sieht, ich kenne deine Reichweite nicht genau, aber ich hoffe, dass viele das sehen und dass die Mehrheit derer, die mit mir zusammenarbeiten wollten, konnten, mussten, das so reflektieren, dass ich es ganz gut hingekriegt habe. Also wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir hatten mal Great Place to Work, haben schöne Testate bekommen, haben stark darauf geachtet in der Aufgabe. Mit mehreren 100 Leuten braucht man ein paar Prozeduren und ein paar Tools. Das hat ganz gut funktioniert. Nur zur Glaubwürdigkeit gehört auch dann das Phänomen, es ist ein Mensch und nicht nur ein Funktionsträger. Und wenn der Druck zu groß ist, dann zeigen sich Menschen, auch ich nicht, nur von netten rosaroten Seiten. Ich hoffe, ich bin im Laufe der Zeit etwas gelassener geworden und etwas souveräner. Jetzt hast du gesagt, Resilienz ist ein wichtiger Aspekt und tatsächlich, ich glaube, dieser Tage, viele von uns sehen so viele negative Berichterstattung im Außen, wo man vielleicht auch sich machtlos fühlt, wo man merkt, ich kann nichts beeinflussen und trotzdem beeinflusst es mich und mein Leben gedanklich, aber vielleicht auch effektiv. Und ich glaube, je mehr das der Fall ist, desto wichtiger ist, diese innere Stabilität zu finden. Es scheint mir, dass das vielleicht so eine Metakompetenz wird, mehr und mehr in diesen Jahren als Mensch, aber als Mitarbeiter und Führungskraft, diese Stabilität zu haben. Ich teile das unbedingt und die Stabilität würde ich nicht als Starre beschreiben, weil das wäre wiederum zerbrechlich, sondern ich denke da an so eine Palme, die sich bewegt im Wind und allen Widrigkeiten dort standhält. Im Kern teile ich es unbedingt, weil die Anforderungen in der Welt, die Transparenz der Nachrichtenlage, die Geschwindigkeit der Katastrophen, das wird ja nicht mehr umkehren. Das ist einfach eine neue Zeitphase unseres Miteinanders auf diesem Stern und insofern glaube ich, braucht man eine andere Haltung, man braucht eine Gelassenheit, sage ich dazu, und die muss man sich erarbeiten und oder erlauben können. Also das ist ein sehr, sehr hohes Gut, aber ich teile das als Rezept. Ist es empfehlenswert, weil die Welt wartet ja auf niemanden. Also muss man schauen, dass man aus diesem Hamsterrad, ich wiederhole mich, heraustritt und sagt, Moment, die nächste Stunde gehört einfach mir. Ich habe das bei dir wahrgenommen, 12 Minuten Atem. Das ist sicherlich ein sehr wirksames Ritual. Ich glaube auch dran, dass der Atem nicht nur ganz wichtig ist von der ersten bis zur letzten Stunde, sondern dass er auch ganz viel Reinigung bringt und dass man viel ausatmet darüber. Das teile ich sehr, diese Einschätzung. Man braucht ein Rezept, um gelassen zu bleiben. Man braucht Geduld am meisten dann, wenn man sie am wenigsten hat. Und dieser Widerspruch, der kann nur von jedem Einzelnen überwunden werden, aus der Ohnmacht rauskommen, in die Autonomie wieder reinkommen. Und ich würde auch dazu sagen, neben dem ganz Aktuellen, was wir jetzt vielleicht global beobachten, vor einigen Jahren hatte die ganze Welt eine Pandemie, eine Ausnahmesituation. Ich weiß das aus der Brille des Gesundheitswesens sehr, sehr gut, auch als Unternehmer oder als verantwortliche Führungskraft. Aber es hat den Menschen allen kollektiv und zwar gleichzeitig die Autonomie beschnitten. Und jetzt sitzen viele natürlich, haben das Fahrradfahren fast verlernt und sagen, ja Mensch, ihr in Berlin, ne, jetzt macht doch mal was Vernünftiges und wieso Brüssel und wieso dauert das alles so lange? Ich habe doch ein Kreuzchen gemacht und hätte gerne morgen ein Update, dass mein Leben wieder funktioniert wie vorher. Und ich glaube, das ist eine Fehlannahme. Deswegen braucht es viel Inspiration, Wahrheit und auch die Botschaft, ehrlich zu sein zu den Realitäten. Und es braucht ein gerütteltes Maß an Selbstmanagement. Du hast gesagt, wir rennen alle durch die Gegend. Was ist dein Rezept, wenn du dich gestresst fühlst? Also für mich ist es ganz wichtig, ich arbeite da gerne mit Farben, mit den blauen, den roten und den gelben. Irgendwer meint, die grünen sind auch noch wichtig. Mir reichten eigentlich bislang die ersten 3. Ich versuche Strukturthemen ganz schnell zu dokumentieren, damit die raus aus dem Kopf kommen. Arbeite mit allen möglichen Post-its und Zetteln und Notizen, um dann das Brainstorming zu sortieren. Und ich
schaffe mir so schnell es geht irgendetwas, worauf ich mich freue. Also in der Ruhe, in dem Moment, den es ja immer wieder gibt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Moment, um dann zu sagen, halt stopp, heute Abend gibt es ganz toll am Wochenende, ich freue mich auf den nächsten. Irgendwas, eine Insel zu bilden, ganz kurz gedanklich, emotional sich selber neu zu konditionieren. Das funktioniert immer besser, weil auch die Erfahrung des Lebens und Berufserfahrung hilft da ungemein. Das nächste Jahr ist das Schwierigste. Die politischen Situationen sind ganz angespannt. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist es ganz kritisch. Und außerdem steht der größte Erfolg ever da hinter der Tür. Diese Dinge wiederholen sich im Laufe des zyklischen Lebens und je länger man dann Dinge durchblickt, desto mehr Blick hat man auch hinterm Vorhang und dann sagt man, ach komm, da mache ich mal mit und trage meinen Teil bei. Ja, und das berührt mich, also diese Momente zu finden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Mein Leben wurde ja ganz stark, Frank, geprägt von der Begegnung mit Sri Sri Ravi Shankar. Ja, ich bin und du hast ihn auch getroffen in Dresden. Lustigerweise waren wir vor 15 Jahren beide zur gleichen Zeit am gleichen Ort, haben uns nicht getroffen. Aber heute. Und bei mir war das so, ich ging ja logischerweise zur Schule und meine beste Freundin war Inderin, wo ich so 18 war. Und das fand ich mal total spannend. Indisches Essen kennengelernt. Ja. Chai, wir haben ja hier auch einen Chai-Tee, ja. Und dann meinte sie eines Tages, du, morgen ganz doof, da muss ich bei meinem Bruder jetzt irgendwie ins Zimmer gehen, weil da kommt ein Yogi zu Gast. Und ich so, keine Ahnung, was ist ein Yogi? Sie wusste es auch nicht. Und das ist 35 Jahre her, der junge Sri Sri Ravi Shankar. Der kam in mein Dorf, also wirklich ein ganz kleines Dorf in der Schweiz. Und die Mutter war die einzige Seminarleiterin von Art of Living. Dadurch habe ich die Atemtechniken auch erlernt. Seitdem gibt es auch Art of Living schon? Ja, so lange gibt es das schon. Und was ich spannend finde zum Thema Zeitmanagement, ich denke da immer wieder dran, er hat da einen Vortrag gehalten dann im Europäischen Parlament und da wurde er dann von Parlamentariern gefragt, du siehst so ruhig aus, gelassen, du hast aber so viel zu tun, wie machst du das? Dann hat er wirklich nicht auf der Stange geantwortet, sondern war für einen Moment lang ganz ruhig und er hat gesagt, wenn richtig Druck ist, dann sage ich mir einfach, ich habe Zeit. Und einen Moment lang kann man ja denken, Moment, das Rezept ist zu einfach, ne? So kann es doch nicht sein. Aber ich denke eben, da ist wirklich eine große Weisheit, sich klarzumachen, dass die einzige Person, die mir selber Zeit einräumen kann, das bin ich selber. Also in meinem Leben bis heute kann ich sagen, der größte Druck, den ich erlebt habe, der kam von mir selber. Diesen jetzigen Moment wirklich wirken zu lassen auf mich, auch den Moment, wo ich gerade mit dir sitze, das kann auch nur ich tun. Es gibt natürlich Wonne-Momente, manchmal ist man plötzlich da und genießt es, aber wirklich ganz im Jetzt anzukommen und dann eröffnen sich auch wieder Zeiträume. Ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, der uns ja manchmal verloren geht, weil wir so vieles tun wollen. Es hat was mit Aufmerksamkeit zu tun und Achtsamkeit und da steckt auch sehr, sehr viel drin von Wertschätzung. Ich glaube nicht, dass es im Vorbeigehen funktioniert, etwas Wertvolles wahrzunehmen. Ich meine, in Boston gab es mal vor einigen Jahren ein ganz spektakuläres Experiment, vielleicht hast du davon gehört. Ein ganz berühmter Geiger saß dort und hat im Bahnhof gespielt und hatte einen Hut vor sich gelegt und hatte auf die Passanten geachtet, ob sie ihm für sein tolles Violinenkonzert nicht mal $1 dort reinschmeißen. Und er hatte wahrscheinlich nach einer Stunde $12 dort drin. Am selben Abend des Tages hatte er dann ein Konzert in der Oper in Boston und die billigste Karte kostete $150 und das Haus war ausverkauft. Also die Frage hinter diesem Bild, was ich sehr stark finde, und ich war mal in dieser Station dort in Boston, sind wir überhaupt in der Lage, in einer Geschwindigkeit den Wert eines Momentes wahrzunehmen? Und um dein Beispiel mit Sri Sri Ravi Shankar dort zu reflektieren, ich finde mich ja gar nicht selbst. Ich selbst finde ja gar nicht statt, wenn ich gelebt werde. Ich brauche ja den Moment, wo ich sage, ich sitze jetzt hier mit Christoph Glaser im Gespräch, auf das ich 1,5 Jahre Vorbereitung hinter mir habe. Ich habe fast jeden Tag an Atemübungen gedacht. Ich habe dein Buch gelesen und heute ist es so. Also wäre ich jetzt weiter in dem ICE-Tempo, dann würde ich diesen Moment beschädigen, auf jeden Fall nicht wertschätzen. Und deswegen bin ich ein großer Freund von dieser Timing-Frage, von dem Zeitfaktor, was man vielleicht nicht bewusst genug macht, aber sicherlich ein sehr, sehr kluges Rezept ist, wenn man das hinbekommt, zwischen Reiz und Reaktion zu sagen, Moment mal, diesen Raum, wie kurz der auch immer sein mag. Da kommt der merkwürdige Chef, die komische Nachbarin, der bissige Hund um die Ecke. Wie reagiere ich? Und da bin ich als Mensch, glaube ich, sehr stark in meiner Autonomie, wenn ich sage, Moment, eigentlich wollte ich, aber ich mache es ganz anders. In diesem Moment entsteht Souveränität. Ich habe es erzählt, ich habe gerade
heute abgegeben, das neue Buch Lange gut leben, was Herzlichen Glückwunsch. Roland Liebscher-Bracht und Petra Bracht gemeinsam jetzt geschrieben habe. Und ein Aspekt, es geht ja um Langlebigkeit und wenn wir über das Leben sprechen, müssen wir über den Tod sprechen. Und die Zeit ist endlich und trotzdem gibt es auch, Frank, ja Momente der Zeitlosigkeit. Momente, wo wie so die Zeit irgendwie stehen bleibt und wir ganz versunken sind im Jetzt. Wir können das auch Flow nennen und das ist ein großartiger Zustand, weil wir da viel Energie gewinnen, auch viel Freude erleben und nochmal ganz anders das Leben erleben können. Ich erlebe das oft beim Sport und zwar interessanterweise als Zuschauer und als wenn ich es selber durchführe. Natürlich bei den Atemtechniken und beim Thema Musik. Ich mache sehr gerne Musik, spiele Gitarre. Aha. Hast du auch einen Zugang zu Momenten von Zeitlosigkeit? Also ich habe das in der Natur, wo es irgendwie viel mehr Langsamkeit gibt als Schnelligkeit. Ich habe das in der Begegnung mit Menschen in meinem ganz nahen Umfeld. Und wenn du diese Zeit so bewusst jetzt rausarbeitest, ich bin ein Fan von dem Kronos, dem Bruder des Kairos. Und der eine kümmerte sich, der Kronos, das steckt hier in den Chronographen drin, die Dauer. Chronische Erkrankungen heißen auch, hast du viele Jahre was falsch gemacht, dann ist es wohl chronisch nachher. Und der Kairos, das ist der Bruder, der für den Augenblick ist. Aus der griechischen Mythologie, der hatte einen langen Zopf, man konnte ihn kaum besiegen im Kampf. Wolltest du ihm aber nahe treten, dann musstest du die Gelegenheit beim Schopfe packen. Und das ist der Kairos, der Namensgeber von Kairo. Und ich habe den vor einigen Jahren entdeckt für mich, weil das ist dieser Zeitraum, in dem was entsteht. Und ich finde das großartig, wie wir jetzt sprechen, über was wir sprechen. Und du fragst nach diesem Raum, wo man aus dem Hamsterrad raus ist, wo dieser Flow passiert. Das ist etwas sehr Kostbares und zutiefst Emotionales. Ich weiß nicht, wie lange die Speicherkarten dauern und halten in deine Kamera, weil du den Tod ansprichst. Ich habe leider meine beiden Eltern seit 5, 6 Jahren verloren. Sie sind gestorben, hochbetagt, alles gut. Aber das hat unglaublich viel mit mir gemacht und es macht mit jedem Menschen etwas, bin ich sicher, der diese Erfahrung macht. Das war für mich Anlass zu reflektieren. Und Steve Jobs hat mal gesagt, wahrscheinlich ist der Tod der kulturell wichtigste Effekt für das Leben. Ich glaube, da ist viel dran. Ich habe danach überlegt, wie wäre das eigentlich so bei mir? Und wer würde kommen? Und was würde jemand sagen, wenn der nicht mehr da ist, der Frank? Und dann hatte ich ein Bild vor Augen, da kommen ein paar Freunde. Ich sage, welche kommen? Wer ist überhaupt mein Freund? Und ich kam auf 7 Personen und habe dann 7 Personen als meine Freunde erstmals bewusst definiert. Und ich dachte, Moment, die kommen zu meiner Beerdigung und ich treffe sie nicht, die trinken ein Bier und ich bin nicht dabei, fand ich Käse. Und da die sich untereinander noch nicht kannten, weil die in Deutschland verstreut sind, habe ich eine Plattform geschaffen, Club of Friends, jetzt seid ihr gegrüßt, COF, man braucht ja einen Namen. So trafen sich 7 Freunde und ich, 8 Männer, und lernten sich untereinander kennen und der Anlass war der Tod meiner Eltern. Weil, und das ist eine Botschaft, die Zeit ist endlich und deswegen möge man möglichst kostbar damit umgehen. Wir haben uns jetzt einige Male getroffen. Ein Tipp für alle to go. Treffen Sie mal in guten Zeiten alle Freunde, die sich noch nicht kannten. Das ist spannend und schön. Ja, das ist total inspirierend. Also muss ich sagen, Club of Friends soll die auch mal machen. Wenn wir jetzt über Glück, über Resilienz sprechen, eine große Säule ist ja eben soziale Kontakte. Und Professor Ellen Lange hat ja ein Experiment auch gemacht, vielleicht so ganz ähnlich im Spirit von der Harvard-Universität. Sie hat dafür gesorgt, dass 7 Freunde zusammengekommen sind. Auch 7? Tatsächlich, ja. Und das waren aber Leute, die sich schon länger kannten. Die sollten so leben wie vor 20 Jahren. Stell dir vor, du triffst dich, ne, holst die Hosen hervor, versuchst dich nochmal reinzuzwängen wie vor 20 Jahren. Die waren für 5 Tage zusammen und haben zuerst mal alle Spiegel weggenommen. Man sollte sich nicht sehen in der heutigen Form, sondern man hat Bilder aufgehängt von vor 20 Jahren. Man hat dann geguckt, dass im Fernsehen die Fernsehsendungen von vor 20 Jahren laufen. Man hat die Zeitungen von vor 20 Jahren auf den Tisch gelegt. Man durfte nur über die Zeiten, die guten alten Zeiten sprechen. Klasse. Was für einen Effekt würde das haben? Und das Spannende war, man hat das begleitet, Biodaten gemessen. Es gab eine externe Jury, die vorher, nachher das Alter bestimmt hat, also geschätzt hat und so weiter. Die wurden auf deutlich jünger geschätzt. Die hatten tieferen Blutdruck, tiefere Stresswerte, konnten besser sehen, sich besser bewegen. Also ein Effekt auf Körper und Geist. Wow. Und ich finde es so spannend. Kriegt das Kassenzulassung, das Modell? Ja, unbedingt. Das Problem war, es war nicht ein sehr teures Experiment, wurde aber von BBC auch mal repliziert. Und man kann das, liebe Freunde, auch sehen auf YouTube. The Young Ones, da hat man dann alte Movie-Stars zusammengebracht, auch so ein Experiment über ein halbes Jahr auch weiter dann verfolgt, die Biodaten. Das hatte tatsächlich einen Effekt. Aber ich finde das großartig, dass du dich jetzt in Lebzeiten natürlich darum gekümmert hast, dass die Menschen zusammenkommen. So wichtiger Aspekt des Lebens. Und die Geschichte von Ellen Lange zeigt natürlich, dass Körper und Geist eins sind. Ne? Wenn wir mental uns bewegen, unser Mindset beeinflusst wird, hat das einen direkten Effekt auch auf den Körper
und natürlich umgekehrt auch. Ja, unbedingt. Also ich kannte das Experiment nicht, aber ich weiß auch nicht, ob unsere Begegnung, die wir jetzt schon 3-mal hatten, liebe Freunde, wissenschaftlich geeignet wäre, aber es war sowas von freundschaftlich, herzlich, es war Oxytocin pur und da diese Kombination erstmalig auf dieser Welt war, die kannten sich alle irgendwie von Stories, hast du schon gehört, das war einfach eine ganz außergewöhnliche Begegnung und das mit dem spiegelfreien Leben von 20 Jahre vorher. Viele Menschen sagen ja, früher war alles besser. Ich glaube, da ist auch etwas Wahrheit drin, jünger war vieles besser. So. Und insofern muss man dann reflektieren, was kann man vielleicht in die heutige Zeit bringen. Also das, was ich beschrieben habe, kann jeder machen. Er setzt sich heute hin, schreibt eine Mail an 3 oder 13 Leute und sagt, wann geht's los? Termine finden ist immer schwierig, gerade wenn die Leute eingespannt sind. Aber wenn man das will, findet man das. Ich hatte später mal geplant, zu meinem 50. denselben Personenkreis plus Frauen nach Las Vegas zu meinem sehr runden Geburtstag einzuladen. Im Ergebnis habe ich mit meiner Frau alleine gefeiert. Aber die Idee hat ein halbes Jahr Spaß gemacht, dass alle dort wären. Und Las Vegas war die Story. Und insofern ist es garantiert so, das haben schon viele Menschen vor uns, kluge Menschen reflektiert. Letzten Endes sind es die Beziehungen zwischen den Menschen, die dem Leben ihren Sinn geben. Und wenn es gute Beziehungen sind, wertvolle, tiefgehende, dann hat man auch einen Reichtum, den man für sich entwickelt, der hat nichts mit dem Kontostand zu tun. Und dann schafft man auch etwas für sich, was eine Lebensqualität darstellt, eine Attraktivität, wo man sagt, Mensch, ich bin ja gar nicht von anderen abhängig und kann trotzdem glücklich sein. Wenn man sich das erarbeitet, zumindest dran glaubt und dann wiederholt, dann werden diese Momente häufiger, wo man sagt, heute ist ein guter Tag. Und heute ist es ein guter Tag, denn ich durfte dich wieder treffen, mit dir sprechen. Wir haben jetzt gerade über Glück gesprochen, über Wonnemomente, über die Zeit mit 7 Freunden. Aber ich glaube, jeder von uns erlebt Tiefen. Und ich bin mir sicher, dass jeder die erlebt. Und manchmal können die uns wirklich auch in sehr guter Art und Weise formen. Was würdest du sagen, waren für dich so entscheidende Momente, die dich geprägt haben, wo du mal richtig auf die Nase gefallen bist, wo Dinge passiert sind, die dir wehgetan haben? Wenn du vielleicht erzählen musst, was war da und wie bist du da wieder aufgestanden oder was hast du daraus gelernt? Also es gab eine Situation, bestimmt viele davon, eine möchte ich erzählen. Da war ich unglaublich bestrebt, eine berufliche Situation zu erreichen, eine Funktion an einem Ort und das hat nicht geklappt. Und ich glaube, bei ehrgeizigen Menschen ist es so, die wollen immer viel und das ganz schnell und trotzdem gehört diese Enttäuschung der eigenen Erwartung dann auch dazu, zu reflektieren, wofür ist jetzt diese Enttäuschung gut? Und ich habe dann im Laufe der Zeit für mich ein Muster entwickelt. Bei Enttäuschungen schreibe ich ganz schnell auf oder ziemlich zügig zumindest, wofür ist diese Situation jetzt gerade für mich ein Experiment? Was sagt es mir? Wie sehr lag die Entscheidung auch an meiner Erwartung, die vielleicht überhöht war? Warum war sie erhöht und überhöht? Und wie komme ich übermorgen durch eine Hintertür doch noch an mein Ziel? Ich habe gelernt, dass diese Tiefpunkte, von denen du gesprochen hast, die gehören zum Leben so wie die Höhen. Das beste Lieblingsbild, und ich bin ein sehr bildhafter Mensch, habe jetzt, glaube ich, 1000 Slides zu den tollsten Lebenssituationen und Berufssituationen gesammelt. Muss langsam das Sammeln aufhören, hat meine Frau darauf hingewiesen, und lieber am Design arbeiten. Das Lieblingsbild ist eine Sinuskurve eines Herzschlages. Und wenn du diese siehst, dann gibt's eine ganz schlimme Kurve, die hat keine Höhen und Tiefen mehr. Das ist Flatline, ja. Und ich sage, diese Höhen und Tiefen gehören dazu, und zwar fast auch in dem Rhythmus, sonst hat man Rhythmusstörungen. Und wenn man das aber so begreift und auch annimmt und sagt, jetzt habe ich halt eine Verletzungspause und ich kann mich um andere Sachen kümmern. Ich weiß von deiner Fußballkarriere, die war ja nicht erfolgreich mit einem WM-Titel, sondern irgendwann hattest du einen Break und einen Tiefpunkt. Ich habe das erlebt, weil ich eine schlimme Unfallverletzung mit der Wirbelsäule hatte und von vielen Dingen Abstand nehmen musste, die vorher selbstverständlich waren. Um dann konkret zu werden mit einem Beispiel, ein Tiefpunkt. Wie kostbar ist eigentlich die eigene Gesundheit? Und ich gehöre zu den Menschen, die sehr lange in ihrem Leben wie auf ein Riesenkonto zugreifen konnten, weil ich einen tollen Körper habe. Das hört sich jetzt komisch an, aber der hat immer funktioniert und der hat immer geliefert und ich bin sehr belastungsfähig und kann viel arbeiten und mit viel Kraft etwas umsetzen. Aber auch ich habe nur 2 Hände und 2 Füße und dieses zu erfahren, hat dann auch etwas mit Demut zu tun. Und wir reden über den Kontext Führung hier bei dir. Ich glaube, wer diese Demut nicht erlernt hat, und um sie zu erlernen, muss man sie erstmal erfahren, der ist nachher auch nicht authentisch in der Krise, um inspirierend, visionär zu führen, um Menschen zu sagen, trotz aller Schwierigkeiten heute, nein, wegen aller Schwierigkeiten ist es notwendig, dorthin zu gehen. Dorthin machen wir uns auf die Reise, ich lade euch ein, ich gehe mit,
Ich gehe vor, wir gehen gemeinsam, aber das schaffen wir. Und dann entsteht etwas, was wirkt. Und das ist etwas aus wahrscheinlich einer sehr ursprünglichen Gehirnsphäre, die wir haben. Dann entsteht Vertrauen. Das ist nichts Rationales, weil die Zahlen stimmen, sondern das ist ein Gefühl, ja, in dem Team, da will ich sein. Dem glaube ich. Der hat das schon mal gemacht. Und wenn er es nicht garantieren kann, dann hat er aber versprochen, alles dafür zu unternehmen, um dieses zu erreichen. Ist für mich die beste Option. Jetzt wir haben darüber gesprochen, über 30 Jahre Führungserfahrung bei der Barmer und machst dich auf nach neuen Ufern, hast neue Ziele. Erzähl mal ein bisschen, was treibt dich gerade an? Also irgendwie die ganze Welt. Mir begegnen ganz viele Themen, ganz viele Menschen. So jemand wie du, dass du Zeit hast, dass wir beide Zeit haben, über das Thema heute zu reden, ist für mich unglaublich aufregend. Du hast gesagt, ich verändere mich. Ich verändere mich in eine Richtung. Du hast das beschrieben. Zu deinem 18. Lebensjahr wurdest du wohl gefragt, was denn dein Berufswunsch ist. Und du hast erklärt, mein Berufswunsch ist das zu tun, was ich liebe. Mit 18 war ich soweit noch nicht. Ich wusste auch gar nicht, was ich liebe und was ich dann beruflich konkret machen möchte. Aber ich komme nochmal zu der tiefen Bedeutung des Freundeskreises. Das ist wirklich ein Rezept. Ich leihe dir die Idee. Ich hatte zu dieser Begegnung allen 7 Freunden einen Nickname gegeben. Und ich war Regisseur und ich dachte, der eine ist Philosoph. Na klar ist das der Philosoph. Der andere ist der Starke, der Kluge, der Trainer, der Läufer und der Freier. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und ich brachte jeweils als Paare zusammen, weil ich so ein Workshop-Typ bin und die mussten sich austauschen über die goldene Stunde. Was ist, wenn du nur noch eine Stunde zu leben hast? Hatte ich denen eine kleine Challenge verkauft. Und im Ergebnis dieses ersten Wochenendes kam die Frage, Frank, was machst du denn eigentlich? Wer bist du denn? Ich sage, ich bin der Regisseur. Nein. Und dann überlegen also meine 7 Freunde, den ältesten kenne ich seit 40 Jahren, Frank, du bist der Redner. Da bekam ich Gänsehaut, weil ich wusste, wer es sagte. Und dann habe ich überlegt, ich bin der Redner. Und ich bin seit einigen Jahren mit dieser Rednerei unterwegs. Ich habe ein wunderbares Ehrenamt. Sollte jemand aus Dresden zuschauen, aus dem Marketingclub, also ich liebe mein Ehrenamt als Präsident des Marketingclubs in Dresden. Scheint das zweitschönste Amt direkt neben Papst zu sein. Ich bin da ganz sicher. Also das ist wunderbar und dort kann ich reden, Vorträge halten. Und das liebe ich, in einer Gruppe Menschen zu inspirieren. Und ich bin sicher, in meinem nächsten beruflichen Abschnitt werde ich mehr reden, mehr Vorträge halten und habe dort eine wunderbare Resonanz und scheine in mir etwas zu haben, was ich noch gar nicht so richtig entfaltet habe. Gerade gestern Abend hatten wir eine sehr schöne Veranstaltung mit feinen Feedbacks, die mich sehr gewertschätzt haben. Und ja, so ist die Zukunft zu erkennen. Die Homepage hast du erwähnt. Die steht kurz unter meinem Namen vom Go Live. Und diese Stories aus dem Podcast, auch da bist du für mich ja ein großes Vorbild. Die Stories zu machen, wird jetzt gerade ein Buch entstehen, gesunde Führung. Also ich mache gerade Dinge, wo mein Herz für schlägt, weil, und so waren auch die ganzen Gesprächspartner, Inhalte, wir haben die turbulenten Zeiten, aber alle Menschen brauchen auch Orientierung, Inspiration und ein Vorbild. Ich glaube, das ist gut für die Resilienz der Gesellschaft, wenn auch Top-Manager, Managerinnen sich erklären und sagen, mein Rezept ist, ich esse gerne gesund und ich schneide mein Gemüse selbst und danach bin ich ein neuer Mensch. Also jeder macht sein Ding und da Menschen zu begleiten, das ist gerade meine Phase und Dresden ist total aufregend. Rush Hour der Wirtschaft, eine große Ansiedlung von Chipindustrie, was dort gerade passiert, hat uns, um jemanden zu zitieren, in die Champions League gebracht mit Tausenden von neuen Arbeitsplätzen. Und da möchte ich mich auch gerne mit einbringen, damit Dresden einfach ein schönes Zuhause ist für viele Menschen und tolle Jobs anstehen. Und Dresden ist ja eine unglaublich schöne Stadt. Du kennst Dresden? Ich kenne sie sehr gut. Ich war sehr oft dort. Ja. Ich habe sogar Verwandte in der Gegend. Jawohl. Und ich merke, wenn du jetzt über dieses Redner-Dasein sprichst, dann leuchten deine Augen, dann bist du voller Energie, was du grundsätzlich wieder, deine Augen haben richtig geleuchtet und du hast gesagt, du möchtest Leute inspirieren. Ja. Und am einfachsten ist es ja, wenn wir selber inspiriert sind. Fire catches fire. Was inspiriert dich, Frank? Da bin ich vielleicht sehr anfällig. Ich bin schnell inspiriert, aber meine Leidenschaft, die gilt schönen Momenten, Erlebnissen. Ich bin viel stärker auf Momente fixiert als auf Dinge. Gestern Abend, ich oute das, wir hatten eine Veranstaltung in Pirna, V8-Werk. Ich habe dein Digitalteam schon eingeladen. Eine tolle Technologie, die auch filmisch dort umgesetzt wird. Es geht um schicke Autos aus den 60er, 50er Jahren. Corvette und Ford Shelby muss ich erwähnen im V8-Werk. Das ist Leidenschaft pur. Es ist eine Selbstverwirklichung des Unternehmers dort, den ich sehr schätze. Und meine Aufgabe war, den Abend zu moderieren. Wir hatten 60 Menschen dort und die sich ja alle die Frage stellen, warum bin ich hier? Was gibt es hier?
what is in for me. Also so sind halt Menschen und die brauchen einen. I had a dream. When I was a young child, I needed very, very few things. Eins davon war eine Corvette Chevrolet C1 in Rot und in Weiß. Und gestern brachte ich mein Modellauto mit, so groß, Corvette C1, und sagte zu dem Gastgeber, guck mal, das war mein Traum. Da sagt er, ja, deinen Traum habe ich unten in der Garage. Und dann leuchten meine Augen, weil der Moment einfach da ist, etwas in live zu erleben, vielleicht eine kindliche Freude auch zu behalten und nicht so satt und arriviert zu sein, kenne ich, habe ich, brauche ich nicht. Das ist nicht meins, sondern ich habe zum Glück die Freude in mir, mich an kleinen Dingen sehr zu erfreuen und Menschen zu inspirieren, du sagtest gerade das Wort, in einer Situation abzuholen, wo sie sagen, oh, eigentlich ist doch und davon gibt es gerade viele. Ich schaue alle Krankheitszahlen an. Die Menschen sind belastet, Ängste werden immer mehr. Und insofern ist es da meine Rolle, meine Aufgabe, auf jeden Fall mein persönlicher Purpose, in eine jeweilige Situation bessere Stimmung reinzubringen. In eine Firma zu sagen, okay, wo stehen wir, wo stehen die anderen, aber let's go. Und das ist eine Mangelware und es braucht es zugleich. Finde ich total schön formuliert und vielleicht ist es ja auch gar nicht so wichtig, was uns inspiriert, sondern dass wir inspiriert sind. Inspiration als Wert per se, Enthusiasmus als Wert per se, weil ich glaube, wenn wir Kraft haben, Freude haben, dann werden wir immer wieder Gutes finden, Gutes schaffen. Wenn wir Momentum haben, dann kriegen wir es schon hin. Und das zu fördern ist wichtig. Was mich immer wieder antreibt, Frank, Inspiration kommt ja vom Wort inspirare, lateinisch einatmen. Ne? In uns drin, wenn wir tief einatmen, da ist ja diese Freude, dieses Kindliche, aber manchmal halt eben auch verdeckt von Filmen. Aber ich glaube immer wieder, das ist wirklich auch eine Botschaft, die ich immer wieder senden möchte, weil es meine Lebenserfahrung ist. Ich glaube, vielleicht gibt es auch Zuhörer, die jetzt sagen, Moment mal, ich spüre aber diese Inspiration gar nicht. Ist sie denn weg? Es gibt vielleicht Lebensphasen, wo wir sagen, wo wir denken, in mir tief drin, da ist nicht Inspiration, sondern Schmerz oder Verzweiflung oder Druck oder Stress. Das kann in uns drin sein, aber ich würde sagen, im Kern sind wir eben Inspiration, sind wir auch Freude, so wie jetzt hier heute in Berlin nicht Sonne zu sehen ist, aber die Sonne ist ja da. Es geht darum, da ranzukommen. Ich glaube, es ist immer alles da. Es hat was mit Wahrnehmung zu tun, mit Aufmerksamkeit. Und dieses Inspirare, das erinnert mich an mein großes Latinum. Es ist immer in uns drin. Und ich hatte eine kleine Überraschung angekündigt. Jetzt kommt sie, weil ich nicht wusste, wann du über Latein redest. Nehmen wir den Atem, der in den Menschen ist. Ein und aus. Ebbe und Flut, Yin und Yang, Tag und Nacht, was auch immer. Es ist ein Rhythmus. Und dieser Rhythmus funktioniert nur, wenn man dafür auch frei genug ist. Und viele Menschen sind nicht frei genug, weil sie haben Angst. Vor was auch immer. Vor wem auch immer. Und ich glaube, wir haben in der heutigen Zeit zu viele Sorgen, die die Menschen überlagern. Wir haben zum Beispiel kein Sommermärchen und alle freuen sich auf Fußball und wir sind und Hurra und Deutschland. Die Phase haben wir gerade gar nicht. Wieso hatten wir die? Und wann kommt die wieder? Und was braucht es dafür? Ich glaube, wir brauchen einen anderen Umgang mit der Angst. Habe ich deine Aufmerksamkeit? Das Wort Angst kommt aus dem Lateinischen und lautet dort Angustiae. Angustiae ist die Enge. Also wenn man Angina hat, ist hier... Ist eng. Ist eng. Ja. Und wenn es noch kritischer wird, hast du die Angina pectoris. Dann ist nicht mehr mit Atmen, dann ist es die Enge der Brust. Und diese Angst etymologisch wird medizinisch häufig mit einem Stent therapiert. Wir sprachen ja kurz von Krankheiten und chronischen Zuständen. Und dieser Stent, der ist in jedem guten Kugelschreiber dabei, hat mir ein ganz prominenter Kardiologe erklärt. Also mein guter Kugelschreiber hat einen Stent da drin. Da ist der Stent. Das ist auch beim offenen Herzen nicht einfach, habe ich gehört. Dieser Stent ist ungefähr so groß, also wenn du Arteriosklerose hast, irgendwelche Erkrankungen und dann wird die Leitung zu eng. Und dann kommt der Arzt mit einem Ballon hinein, du kennst die Prozedur vielleicht, mit einer Ballondilation, pumpt auf, schiebt einen Stent hinein und dieser ist gegen die Angst. Und diese Angst blockiert den Atem. Und ich bin sicher, wer weniger Angst hat, atmet besser, wird gesünder. Also ist eigentlich unser Engpass, ich rede immer vom engsten Engpass, kannst du in jedem Unternehmen finden. Der eine Engpass ist in der Buchhaltung, der andere im Controlling, wieder ein anderer findet kein Personal. Jeder hat Engpässe. Und wenn man die ganze Kraft fokussiert in den engsten Engpass investiert, dann hat man gute Karten, dass im Endeffekt der Atem besser wird und die Angst kleiner.
Total schön illustriert. Und tatsächlich ist ja so, ne? Also zwischen Emotion und dem Atem ist so eine direkte Verbindung. Ohne dass wir es merken, oft verändert sich der Atemrhythmus über den Tag hinweg ständig. Ne? Auch während unserem Dialog jetzt hat sich bei beiden von uns entsprechend der Emotion der Atemrhythmus immer wieder verändert. Wir kennen es, ne? Wie atmen wir, wenn wir ganz entspannt sind? Lang und tief. Wie atmen wir, wenn wir wütend sind? Kurz und nicht ganz so fluide. Die Yogi wussten es, die Wissenschaft hat es heute bestätigt, das ist eben keine Einbahnstraße. Wenn ich in verschiedenen Rhythmen atme, kann ich auch direkt die Emotionen beeinflussen. Ich werde also emotional intelligent und ich glaube, das ist ja ganz, ganz entscheidend für jeden von uns, aber natürlich in einer Zeit, wo Ängste vielfältig geschürt werden können. Ja, ob das jetzt bewusst geschürt wird und von jemandem irgendwie instrumentalisiert wird, das kann und sollte man auch nicht ausschließen. Ich glaube nur ganz unabhängig davon, wie das passiert, man sollte sich damit bewusst auseinandersetzen. Wir waren jetzt neulich mal in Südafrika und ich habe die Story von Nelson Mandela erlebt und von ihm stammt der schöne und große Satz: Der Weg zur Freiheit führt immer durch die Angst. Nehmen wir mal den Atmen zur Freiheit, ja, und dann ist es klar, ich muss etwas überwinden. Und nachher, dann entsteht auch irgendetwas, weil man eine Überwindungsprämie hatte in seinem Körper, in seinen Hormonen, in sich selbst, nach dem Motto, das war eine ganz schön knappe Sache, aber ich habe mich getraut. Und vielleicht ist dieses Trauen, was auch von dem Zutrauen kommt, vom Vertrauen kommt, ein ganz großer Hebel dafür, um Menschen zu inspirieren. Und dann dreht sich dieser Kreis irgendwie auch oder schließt sich der Kreis. Wenn man Vertrauen schenkt, dann entsteht das Beste in einem und nicht das Schlechteste, wie du vorhin schon mal sagtest. Und man inspiriert zur Entfaltung. Das ist auch eine sehr sinnstiftende und sehr erfüllende Tätigkeit. Ich habe das häufig erlebt, wenn sich Talente entfalten, wenn jemand klein an die Aufgabe rangeht und gar nicht weiß und sagt, Mensch, wie soll ich das hinkriegen? Und irgendwann steht er dort und breitet die Flügel und sagt, das war meins. Das ist eine sehr, sehr schöne, wichtige Tätigkeit. Deswegen bin ich so inspiriert von der Führungsaufgabe, aber auch jetzt liegt vielleicht an meinem Semester, das weiterzugeben, dass auch Führung Spaß macht und dass ich auch aufrufe oder auffordere, traut euch Führung und Verantwortung zu übernehmen, weil die Welt braucht ja nicht weniger Verantwortung, sondern die Welt braucht, und ich hoffe sehr, dass hier viele zuhören, die sich die Frage stellen, warum sollte ich mein Arbeitspensum verdreifachen und das Gehalt noch nicht mal verdoppeln? Warum mache ich das? Ja, das mache ich, weil es sich gut anfühlt oder weil ich es kann oder weil ich anderen Menschen damit etwas vermittle, ein tolles Produkt unterstütze oder eine Dienstleistung, die einen Dienst an der Gesellschaft macht. Das hat mich ja 30 Jahre lang inspiriert, Versorgung zu gestalten, medizinische Versorgung nahbarer zu machen, Dinge zu erklären, wo die Menschen alleine nicht drauf kommen. Tja, also Führung ist empfehlenswert und erfüllend. Und ich glaube, diese Inspiration, um das auch noch zu sagen, habe ich bei vielen deiner Barmer-Mitarbeiter, mit denen wir sehr, sehr gut kooperieren, immer wieder gespürt. Großartiges Team, großartiges Unternehmen und, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag an der Gesellschaft. Und sich mit diesem Warum zu verbinden, immer wieder in der Arbeit, mobilisiert ja ganz andere Kräfte. Es gibt ja eine McKinsey-Studie, die zeigt, dass wenn wir bei der Arbeit empfinden, dass was ich tue gerade sinnhaft ist, Sinnhaftigkeit kann ich immer wieder im Arbeiten finden, das muss nicht von außen kommen, dann habe ich 5-mal höheres Wohlbefinden und 4-mal mehr Engagement. Ja, unbedingt. Also es geht ja um den Teil des Ganzen. Und wenn jeder gebraucht wird, sicher ist, ganz wichtig, gegen die Angst brauche ich Sicherheit. Wenn ich sicher bin, kann ich wieder atmen. Bin nicht bedroht, habe keine irgendwie hektische Atmung, weil ich auf der Flucht bin, sondern ich bin entspannt, bringe mein Bestes mit rein und habe dann am besten eine Story, ein Purpose. Und weil du Dresden kennst, erzähle ich dir vielleicht eine kurze Geschichte zur Frauenkirche. Kennst du die Geschichte von vor 300 Jahren? Da kam ein Besucher in die Stadt und traf einen Menschen, der auf der Straße sitzt und mit einem Hammer auf einen Stein haut. Und dann fragte, was machst du denn da mit dem Stein? Ja, ich sitze hier und hau drauf. Ging ein bisschen weiter, ein paar Straßen weiter und traf jemanden und sagte, ja, ich hau hier auch auf den Stein, aber den verkaufe ich, verdiene mein Geld für die Familie. Oh, geht der Besucher zur dritten Person, die auch auf den Stein schlägt und sagt, ja, und was machst du so? Also ich hau auf den Stein, verdiene Geld, aber wenn es einer meiner schönsten Steine wird, dann bauen wir damit gemeinsam die Frauenkirche. Es ist 3-mal ein Stein, aber diese Story dahinter, das Narrativ, und wir sprachen vorhin von Framing auch, also wie deute ich einen Kontext, da entsteht die Energie, weil plötzlich der Sinn klar wird und dann musst du ja keinem mehr erzählen, wofür das der beste Stein wird. Der macht nur noch die besten Steine, weil er möchte, dass die alle in der Frauenkirche landen.
300 Jahre her und ich glaube, das gilt auch noch in 300 Jahren. Ja, und vielleicht in der jetzigen Zeit total entscheidend, weil ich glaube, das kann uns niemand nehmen. Kein Politiker, keine Situation, nix. Die innere Haltung, die können wir immer selber wählen und die kann uns sehr viel Kraft geben. Ja, was würde ich euch mal gerne fragen, möchte ich dich fragen, was gibt dir Sinnhaftigkeit? Wie machst du das? Wie findest du in deinem täglichen Leben diesen tieferen Sinn, diese Kraft, die dir Freude gibt? Wie in diesem Beispiel vor 300 Jahren die Person, die einfach entweder Stein gehauen hat, Einkommen generiert hat oder eben eine Kirche gebaut. Schreib's mal in den Kommentar. Das ist bestimmt so, die innere Haltung als Patentrezept. Nur irgendjemand musste sagen, wir bauen eine Frauenkirche. Damit auch die Menschen, die auf den Stein gehauen haben, wussten, wo sie zugehörig sind. Wenn auf diese größere Idee, große Idee und was für ein Wunderwerk, dass die heute wieder dort steht. Und welch ein Ruf aus Dresden an die ganze Welt und ich liebe die Welt. Ja, das ist einfach ganz großartig, was dort entstanden ist. Ich kann nur rüberbringen, man braucht eine große Idee, think big and fail fast irgendwie so. Aber diese große Idee für Dresden zu haben, hat auch in der Neuzeit ja Millionen an Menschen inspiriert, ihren Beitrag zu leisten. Und dafür braucht es charismatisches Leadership und ich glaube, das ist so deine Kernthese auch in dieser Podcast-Serie. Wo ist eigentlich der Unterschied dazwischen? Total inspirierend. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Schlussgedanke, dass wir diese Haltung immer wieder selber finden können. Ich will die noch in einen Kontext mitnehmen. Wenn du den 20-jährigen Frank vielleicht nochmal treffen würdest, vielleicht jetzt, wenn du hier in Berlin durch die Straßen gehst und plötzlich steht er vor dir, sehr unerwartet, jung, noch grün hinter den Ohren, was würdest du ihm raten? Was ist es, was du heute gelernt hast, was du damals noch nicht wusstest? Also es wäre eine irre Begegnung und ich hätte ganz viel Spaß wahrscheinlich. Was würde ich ihm raten, dem 20-jährigen Frank? Manchmal etwas langsamer zu machen, den jeweiligen Moment besser auszukosten, würde ich ihm sagen. Es ist manchmal viel wichtiger, Freude zu erleben, als ein Ziel zu verfolgen, mehr auf die Reise zu achten und, lieber Frank, gehe noch mehr ins Ausland und gehe auf einen großen Segler in der Karibik und erzähle über das Glück. Vielen, vielen Dank. Ich kann dich sehen auf diesem Segler und ich spüre, dass du noch vielen Menschen über das Glück erzählen wirst. Mit deinem Buch, an dem du schreibst, in deinen Reden, in deinen Vorträgen. Es hat mich sehr gefreut, dich zu treffen. Danke. Es hat Spaß gemacht. Ich habe diesen Moment wirklich aufsaugen können und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, lieber Christoph. Alles Gute. Ich freue mich auf dein neues Buch. Danke. Und danke für den Moment. Danke euch, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Stay tuned. Alles Gute in deinem Leben.